Eröffnung von Kulturfestival Wienwoche, als die Medien berichten heute. Dolce far niente is a movement and is a call to everybody to come with us, to participate in revolutionizing our work and our time. Proletarierinnen aller Länder, vergnügt euch. Endlich wird die Arbeit knapp. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Lohnarbeit und das haben wir auch bei Marx schon gefunden. 150 Years After bedeutet 150 Jahre nach Erscheinen Kapital Band 1 von Karl Marx. Wir haben ausgehend von Originaltexten selber ein Theaterstück verfasst. Wir haben 4 Texte geschrieben und 4 Lieder komponiert. Wir wollen ein Dolce far niente für alle und das bedeutet, dass keine Leute mehr anderen sagen können dürfen, was sie tun sollen. Ausgehend von dieser theoretischen Grundlage haben wir es geschafft, dass wir in Form eines Musikrevue-Theaters eine Situation geschaffen haben, wo Leute dann aus dem Theater rausgegangen sind und zumindest auf ihre eigene persönliche Arbeitssituation richtig sauer waren. Gleichzeitig einen amüsanten, leidenschaftlichen Abend erlebt. Wir haben hier eine Woche lang Nachmittage und Abende mit und für Menschen, die behindert werden und wollen insbesondere Menschen ansprechen, die in sogenannten Tagesstrukturen bzw. Werkstätten tätig sind und dafür keinen regulären Lohn, sondern oftmals nur ein Taschengeld bekommen. Was dazu führt, dass gerade diese Menschen in einer finanziellen Abhängigkeit zu ihren Eltern oder oftmals zu ihren Eltern stehen. Also eine selbstbestimmte Freizeit sich zu gönnen, wird mit den finanziellen Möglichkeiten halt schwerer. Deswegen bieten wir während der Wienwoche 2017 freie Massagen an, ein nettes Zusammenkommen, Musik von DJ Okma und dem Firefly Club, gratis Getränke und Vernetzungsmöglichkeiten. I was looking for dead shops with signs that I wanted to turn from advertising signs to subvertising signs. Thus I found, for example, a former Teestube, you call it a Brandweiner in Viennese, gives the headline "True is True," which is an equation standing above the 2 closed doors. The shop is now used as a storage room from a nearby restaurant. So we had 3 tours, and the second tour started at the Peep Show Leerstand, which is for vacancy, because it was the topic of the vacancy at the second tour, and it ended at a stop called Pure Zeit, which is pure time. Ja, also es geht einfach darum, Proletarierinnen aller Länder vereinigt euch. Im Hintergrund von dieser politischen Performance stehen die Fragen, was ist Arbeit, was ist Job, wäre nicht für uns alle gut bedingungsloses Grundeinkommen, warum werden wir als faul bezeichnet? Es heißt doch von der Politikerinnen her, es hat sich schon so viel geändert. Wieso haben aus meiner Community, aus der schwarzen Community, die meisten nicht die Jobs, die Qualifikationen sie haben? Bei den ganzen Wahlen, bei diesem ganzen Geschehen wird dauernd geredet darüber, Österreicherinnen und Flüchtlinge. Und wo sind wir? Wo sind wir? Warum lasst uns nicht reden? Ja? Seit 1991 reden wir die ganze Zeit und werden ignoriert. Und dieses Projekt gibt jeden Frauen in der Kirche oder ordinaria Disziplin, wir werden zu arbeiten gezwungen, wir werden gezwungen, unsere Daten weiterzugeben. Also es passt ziemlich viel nicht und das können wir auf eine lustige Art und Weise zeigen und ob es jemand versteht oder nicht, ist es egal, es wird schon was bleiben und das ist das Wichtigste. The Protest Productions Collective, PPC, has founded a new airline company, the PPC Airlines.
PPC Airlines is an airline that does not deport anybody, that does not ask for passports and visa, an airline that flies you everywhere where you want to go, but only where you really want to go. We also have a special offer, bonus miles for people who helped to stop deportations on conventional airline flights. We made a promo action at Vienna Landstraße to offer our services to people on their way to the airport, also to encourage travelers to help stopping deportations on conventional airline flights in case they might to witness a deportation taking place. At Chicaneda Cinema we showed our new films, Au bout de l'Odyssée, the story of a migration from Togo to Europe, 2 films about best practices, how to stop deportations, and Shoes view on the so-called New World Order from the perspective of 2 pairs of shoes. In dem Stück Feldforschung geht es um einen Streik bei einem Gemüsebauern in Tirol. Da sind migrantische Erntehelferinnen und Erntehelfer, vor allem aus Rumänien und Serbien. Und dieser Streik ist für uns der Ausgangspunkt zu einer breiten Recherche gewesen, in der es vor allem um die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft geht, aber eben auch die Frage, warum wir als Konsumentinnen und Konsumenten zu wenig für die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die unser Essen ernten, produzieren und herstellen, warum uns das so wenig interessiert oder warum wir dem so wenig Aufmerksamkeit widmen, während uns andere Sachen wie zum Beispiel Bio oder auch Nachhaltigkeit eigentlich sehr wichtig sind. Ist für uns dann die Frage auch wichtig gewesen, wie können wir mit diesem Material überhaupt auf der Bühne umgehen, und daraus ist eben das Stück Feldforschung entstanden. What would we do if we didn't have to work? Trade Park was born as a form of resistance. We invite people to think about the working conditions in our consumerist society. So we offer free boxing and skateboarding workshops for girls and queer people to create an empowering space as a resistance. We were also inspired by many small communities whose economies are focused on local exchange rather than merely buying and selling. This is Trade Park, a group of people who believe in the same things, who believe in sharing, in exchanging and empowering. Umgekehrt eigentlich ist ein großes Projekt, hat 4 Teile, ein Theaterstück, ein Film, ein Integrationskurs und noch am Ende eine Diskussion. Was wäre, wenn der Krieg woanders wäre? Und alle haben gesehen, wie die Europa an die Flüchtlingskrise reagiert haben, und hier in diesem Projekt sehen wir, wie die Flüchtlinge daran reagiert haben und so. Alle wissen, dass die Flüchtlinge einen Krieg haben und so, sie haben eine bestimmte Situation, deshalb sind sie geflüchtet und so. Aber wie sieht Ihre Situation hier in Österreich? Und damit wir das schön zeigen, haben wir es umgekehrt gemacht. Also der Krieg hier in Österreich, und die Österreicher sind nach Syrien geflüchtet. Deshalb sehen wir auch die Situation im AMS in Syrien, obwohl wir kein AMS haben. Es gibt noch einen Integrationskurs, weil ich glaube, es ist wichtig, das Thema Integrationskurs war überall in Österreich. Das Wort war die Lösung für alles eigentlich. Und das war auch ein Ziel von uns, dass das Publikum etwas von unserem Projekt auch nach Hause mitnehmen. Und das war die Broschüre. Das ist ein Herzprojekt von mir, weil ich einen Bezug zu Wasser habe aus verschiedenen Gründen, und ich habe bei diesem Projekt die verschiedensten Menschen zusammengefasst, mit denen ich arbeite. Es ist zum einen Teil die Parkinson-Gruppe, die ich vor 10 Jahren gegründet habe, wo die Menschen aus therapeutischen Gründen ins Wasser gehen, sich wohlzufühlen und mehr Sicherheit zu bekommen und auch ihre Ängste zu überwinden. Das Bad hat sich von der Architektur so angeboten, eigentlich einen Laufsteg. Also ich habe das immer als Laufsteg gesehen, dass man da auch eine Modeschau machen kann, weil diese historische Bademodenschau zeigt doch sehr viel diese Moralvorstellungen von den langen Kleidern, wie es früher üblich war, zu einer immer kürzeren, was für mich auch so ein bisschen symbolhaft war für eine offenere Gesellschaft. Die Synchronschwimmergruppe hat sich eigentlich aus ehemaligen Schülern formiert. 2 von ihnen konnten vor 8 Monaten gar nicht schwimmen. Die wollten Synchronschwimmen lernen, weil während der Weltmeisterschaft in Russland gab es eine ziemlich homophobe Berichterstattung. Und auch die Moderatorinnen, also der Darius und die Denise, die so diesen Zugang auch zu den verschiedenen Gruppen geschaffen haben,
Und ich denke mir, das ist wirklich an den Abend sehr, sehr gut rübergekommen, dass die Leute irgendwie diesen Bezug zum Wasser sehr vereint haben und dass da wirklich sehr, sehr viel Liebe auch dabei war und ein sehr, sehr großer Respekt. Wir beschäftigen uns in unserem Projekt mit einer zukünftigen Gesellschaft, wo wir nicht mehr arbeiten müssten. Wie könnte das ausschauen, was würden wir machen? Und wir möchten halt für die Besucher und Besucherinnen einen Ort kreieren, wo man sich auch darüber austauschen kann und ein bisschen Müßiggang betreiben kann und dem schönen Leben quasi nachspüren kann. We realized the project Sanatorium Sonnenland. We invited many different artists to produce an interactive performance piece. So we organized a tram to bring all the people from Urban-Loritzplatz and then to bring the people from the tram to the Sanatorium Sonnenland place. Arriving at Sanatorium Sonnenland, our audience got emotional cleaning before they were invited into the Anamneticum, where the spa doctors would prescribe all the patients their personal individual spa treatment. Beginning, the audience could listen and be part of the Power Relax Therapy show. All the patients would be called into their personal individual treatments. The next treatment station, Paradisum, where the audience could take part of a training and could learn methods to keep the smile. Tropicarium, there were 2 performances happening, so you could have a Walkman and relax in the empty pool. Brushesize is a method to clear and to treat the aura with a brush, a special made brush. After this exciting spa day with also the wonderful kitchen called Opium im Volk and refreshments brought to you in our wonderful herbarium, the audience was invited to listen to the wonderful sounds of our spa orchestra. So, if that wasn't relaxing enough, what would be?